Seid gegrüßt, ihr Helden! Heute sprechen wir über eine Klasse, dessen Markenzeichen ihr hitziges Gemüt ist. Und da ist die Rede natürlich vom Berserker. Diese Klasse ist seit dem 27.09.2019 im Spiel und bildet somit die dritte Stärkeklasse ab. Und wie immer, falls euch solche Klassenprofile gefallen, lasst dem Video gerne mal ein Like da, drückt mal auf den Abo-Button und ich würde sagen, wir gehen rein. Berserker besitzen einen Ausdauermultiplikator von mal 4. Das ist quasi der gleiche wie bei einem Kundschafter oder bei einem Assassin. Das bedeutet, dass Berserker einigermaßen einstecken können, obwohl ihr Fokus natürlich auf der Offensive liegt. Berserker sind schwere Rüstungsträger in Kombination mit einer Kette, einem Ring und einem Talisman. Und um sich komplett auszurüsten, braucht man 9 Gegenstände mit jeweils einem Sockel für einen Edelstein. Der Edelstein in eurer Waffe wird wie bei den meisten anderen Klassen mit 2 multipliziert. Des Weiteren kann jeder eurer Ausrüstungsgegenstände ab Level 90 beim Schmied verbessert werden und sobald ihr 1000 Runen im Arena Manager erspielt habt, auch eine Rune tragen. Gleiches gilt natürlich auch für die Verzauberung der Hexe, sofern ihr diese ab Level 66 freigeschaltet habt. Jetzt könnte man anhand der Rüstungswerte meinen, dass ein Berserker wie der Krieger 50% Schadensreduktion besitzt, aber diese ist durch seine Fähigkeit halbiert und somit beträgt die Schadensreduktion eines Berserkers 25%. Und nur zur Erklärung, die Prozentzahl der Schadensreduktion entsteht aus den Rüstungswerten eurer Gegenstände. Diese erhöhen eure Schadensreduktion im besten Fall bis zum jeweiligen Maximalwert einer Klasse. Im Allgemeinen kann man sagen, je höher eure Rüstung und somit auch eure Schadensreduktion, desto weniger Schaden erleidet ihr im Kampf. Wie gerade schon angesprochen, zeichnet dem Berserker sein hitziges Temperament aus. Und das äußert sich vor allem in seiner Fähigkeit, denn er kann einen Rasereiangriff erzeugen. Dieser Rasereiangriff gibt ihm eine 50%ige Chance, einen Folgeangriff zu leisten und der Maximalwert dieser aufeinanderfolgenden Angriffe liegt bei 15. Also wenn ihr Glück habt, greift ihr euren Gegner 15 Mal am Stück an. Und das tut unglaublich weh. Natürlich funktioniert das im Kampf gegen alle Klassen, bis auf den Magier, denn der ignoriert eure Fähigkeit. Jetzt müssen wir noch klären, womit Berserker angreifen und das tun sie mit Nahkampfwaffen. Diese geben euch 1:1 dieselben Attribute wie jedes andere Teil eurer Ausrüstung. Dafür kostet euch das Zerlegen eurer Waffe beim Schmied nur 1 Zerlegungspunkt. Der Berserker ist einer der wenigen Klassen, die vom Klassenbonus profitieren. Dieser liegt bei 11% und wird anhand der Summe der Attribute aller ausgerüsteten Gegenstände plus Verbesserungen berechnet. Dieser Bonus boostet eure Stärke, eure Ausdauer und euer Glücksattribut. Insgesamt haben Berserker eine maximale Chance für kritische Treffer von 50%. Diese skaliert allerdings mit der Höhe eures Glücksattributs. Berserker besitzen das Hauptattribut Stärke und auf dieses solltet ihr zusammen mit eurer Ausdauer den Fokus setzen. Euer Hauptattribut ist einer der wichtigsten Faktoren für euren Schaden und eure Ausdauer sorgt dafür, dass eure Lebensenergie steigt. Denn denkt immer dran, aus jedem Schlag, den ihr überlebt, folgt ja auch wieder ein Angriff von euch und wenn daraus aufeinanderfolgende Angriffe resultieren, dann kann das durchaus kampfentscheidend sein und zwar zu euren Gunsten. Eure optimale Trankwahl beruht ebenfalls auf diesen beiden Attributen. Damit ihr mit eurer Klasse den größtmöglichen Erfolg erzielen könnt, trinkt ihr am besten einen Stärketrank, um euer Hauptattribut zu boosten, einen Ausdauertrank, um euren Ausdauerwert voranzutreiben und einen Trank des ewigen Lebens für eure Lebensenergie. Dieser boostet zusätzlich um 25%. Und jetzt müssen wir noch über die Größe eurer Tränke sprechen und dazu muss man wissen, dass ihr zu Beginn eurer Reise im Zauberladen kleine Tränke finden könnt. Diese boosten euren jeweiligen Wert um 10%. Ab Level 15 gibt es dann 15% Tränke und habt ihr Level 32 erreicht, solltet ihr große Hauptattribut und Ausdauertränke trinken. Diese geben euch 25%. Bei eurer Skillung können Geschick und Intelligenz sekundär behandelt werden, da wir hier von sogenannten Nebenattributen sprechen. Diese helfen euch im Kampf gegen Klassen, die diese Attribute als Hauptattribut haben. Das heißt, euer Geschicksattribut hilft euch zum Beispiel im Kampf gegen Kundschafter und euer Intelligenzattribut zum Beispiel gegen Magier. Ein weiteres Attribut, was ihr nebensächlich behandeln solltet, ist euer Glückswert. Jetzt kommen wir aber mal zum Fazit. Entscheidet man sich für einen Berserker, dann durchlebt man die pure Offensive durch immer wieder aufeinanderfolgende Angriffe. Diese Fähigkeit lässt ihn sehr viele Gegner ausschalten, vor allem wenn es um Dungeons geht. Berserker sind eben nicht konstant
konstant, sondern sie schwanken zwischen Sieg und Niederlage. Und das hängt davon ab, wie oft euer Berserker in Raserei verfällt. Seid ihr in der Lage, in einem Kampf häufig in Raserei zu verfallen, dann könnt ihr sogar Gegner besiegen, die über eurer Kampfkraft liegen. Und gerade in eurem Playthrough durch die Dungeons ist das schon ziemlich cool. Außer ihr begegnet Magiern, denn die stellen für euch erstmal eine Blockade dar, weil ihr eben mit eurer Fähigkeit nicht punkten könnt. Ich finde, der Berserker ist eine super Wahl, denn man kommt im PvE-Bereich gut voran und auch im Kampf gegen andere Spieler muss der Bersi sich nicht verstecken. Man darf halt nicht auf Konstanz bauen, sondern muss mit Schwankungen rechnen. Ja Leute, und das war's mit dem Klassenprofil zum Berserker. Falls euch solche Videos gefallen, drückt gerne mal auf den Like-Button und lasst uns ein Abo da, damit ihr in Zukunft solche Videos nicht verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald hier in einem neuen Video. Macht es gut!